Moin Moin und herzlich willkommen zum Bravo Blitzdeck Opening. Viel Spaß dabei! Wir schauen uns heute gemeinsam an, welche Karten im Bravo Flesh & Blood Blitzdeck drin sind, aber vorab noch das Intro zu allen Blitzdecks. Ich habe nicht nur eins, sondern alle 6 neuen Starterdecks für Flesh & Blood von Blackfire und LSS zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich bin auch total gespannt, was uns in diesen Starterdecks erwartet und freue mich auch schon darauf, diese mit euch auszuprobieren. Denn wir werden diese Decks nicht nur aufmachen, sondern in zukünftigen Videos auch spielen. Aber wenn ihr jetzt schon mal neugierig auf das Spielen seid, dann checkt unseren Anfängerguide für das Ira Starter Deck aus. Und in der Videobeschreibung habe ich euch weitere Links zu offiziellen Guidelines vom Hersteller und der Community verlinkt. Außerdem hat der Hersteller LSS auf seiner Website bekannt gegeben, dass die deutschen Übersetzungen hier in den Blitzdecks schon weitaus besser sein sollen als beim History Pack 1 und sogar beim History Pack 2, welches wir auch in einem Video aufmachen durften. Denn die Übersetzer, die an diesen Karten hier gearbeitet haben, sind in-house von LSS angestellt worden. Jetzt kommen wir aber zu den Karten, die im Blitzdeck Bravo drin sind. So, ich bin schon wirklich gespannt, was uns hier für Karten erwarten werden. Also die Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal super aus, bin ich immer noch begeistert von. Und auch hier haben wir wieder natürlich auf der Rückseite nochmal erklärt, schon in einem Flavortext, was uns denn hier beim Wächterheld Bravo erwartet. Bereite alles vor für ein spektakuläres, hirnzermalmendes, knochenzerschmetterndes Finale. Und genau das ist auch, was wir mit Bravo machen wollen. Also einen sehr großen, dominierenden Angriff spielen. Und ich bin auch schon sehr gespannt darauf, was hier jetzt für Karten mit drin sein werden. Also wir sehen auch wieder vorne direkt den Helden. So, und hinten unsere Taktikkarte. Also hier wie in allen Blitzdecks haben die Helden eben nicht so viel Leben wie die älteren Versionen. Hier in dem Fall der Bravo hat auch 20 Leben und 4 Intelligenz. Und hat eben seinen Effekt, mit dem er einen Angriff, eine Aktionskarte mit Kosten 3 oder mehr dominieren geben kann. Und natürlich hat er auch seine Waffe mit dabei. Super cool, Anotos, der Hammer, zweihändig geführt, der auch stärker wird, wenn man eben mit Kosten 3 oder höher schon gepitcht hat. Also mit 2. Und dann kommen wir auch gleich zum Equipment bzw. zur Ausrüstung. Den Helm der Isenspitze. Dann natürlich hier auch wie in allen History Pack 1 Blitzdecks mit Nullrunen-Equipment, also um Arcane Barrier gegen Kano zu haben. Dann den imposanten Panzerhandschuh, also auch eine Aktion, die einen großen Angriff nochmal aufstärkt, so wie bei Reinhar auch. Dann die Nullrunen-Stiefel. Und dann kommen wir auch schon hier zum eigentlichen Deck, also zu unseren Aktionen hier eben mit den Angriffen, mit der Knorpelzerschmetterung. Die haben wir hier zweimal. Die haben eben auch diese Zerschmetterungseffekte oft, die Wächterangriffe. Also mit unterschiedlichen Effekten noch, wenn man einem Helden damit 4 oder mehr Schaden zufügt. Hier haben wir dann die Selbstvertrauenszerschmetterung auch zweimal. Entkräftigen haben wir zweimal, also ich denke mal, dass jede Karte ist hier wahrscheinlich wieder zweimal mit dabei, weil man eben in den Blitzdecks jede Karte bis zu zweimal spielen kann. Dann haben wir den ordentlichen Wumms hier, nice. Die haben wir auch schon beim History Pack 2 Opening gesehen. Hier jetzt in Rot, auch zweimal. Und dann, starker Reprint auf jeden Fall, haben wir hier Sink Below, also Untertauchen. Die allgemeine Verteidigungsreaktion zweimal mit dabei. Also eine Verteidigungsreaktion, die für 4 verteidigt. Dann haben wir hier unsere gelben Pitchkarten, also in diesem Fall die Knorpelzerschmetterung in Gelb. Also bei Flesh & Blood ist es oft so, dass man die Karten in Rot, Gelb oder blauer Pitch-Version spielen kann. Also je nachdem, wie viele Ressourcen man damit generieren möchte. Und bei der gelben Variante sind es eben hier 2 Ressourcen. Dann haben wir auch Entkräften wieder in Gelb mit dabei. Und dann kommen wir schon zu unseren blauen Karten. Und wie man sieht hier, bei Bravo hat man auf jeden Fall einige blaue Karten dabei, denn die braucht man natürlich auch, um in dem Deck
ja, gut spielen zu können. Und warum das so ist, schauen wir uns natürlich auch dann in dem Gameplay-Video an. Hier haben wir dann den Würgegriff, eine Karte, die wir jetzt nicht in Rot oder Gelb gesehen haben, auch eine starke Karte. Entkräften haben wir hier auch in Blau mit dabei. Außer Gefecht setzen, auch hier in Blau zweimal. Also man sieht das auch, die Wächterkarten sind sowohl in ihrer roten, aber auch in ihrer blauen Variante noch sehr stark. Dann haben wir Macho Grande, sehr schöne Karte. Donnerbeben haben wir hier mit dabei in Blau mit einem Hiefeneffekt. Also hier hat man die Möglichkeit, 3 seismische Wogespielsteine zu erstellen mit, die dann die nächste, wie ist es hier nochmal? 3 bezahlen, aufgedeckt ins Arsenal legen, genau. Ja, also man bezahlt in der Runde, in der man sie spielt, zwar 3, aber dafür ist sie dann in der nächsten Runde 3 günstiger. Dann haben wir hier Rufe die Nachhut. Die Karte hatten wir schon in Rot gesehen, in einem anderen Blitzdeck. Dann haben wir hier auch wieder Einprügeln, gute Angriffsreaktion, auch in 2-mal. Und dann haben wir eine weitere Verteidigungsreaktion, die aber nur vom Wächter gespielt werden kann. Die standhafte Erwiderung. Eine weitere Verteidigungsreaktion, unverrückbar, auch in Blau. Aufstrebende Dominanz, diesmal eine Wächteraktion, die also einen nächsten Angriff besser machen soll. Dann haben wir Verdreschen. Und dann haben wir eben die seismische Woge. Und die hier 3-mal, weil man die eben mit dem Donnerbeben 3-mal erzeugen kann. Ja, und so macht man auch die Wächterangriffe dann eben etwas günstiger. Und hier sehen wir auch, der Bravo ist etwas einfacher als die Dori und die Rainer. Aber hier eben auch am Ende finde ich super, dass man hier nochmal die Deckstrategie wirklich im Kurzen erklärt bekommt und dann auch nochmal der Hinweis auf die Webseite, wo man dann eben entweder sich weitere Produkte angucken kann oder auch noch weitere Strategien bekommt. Danke, dass du bis zum Ende des Openings dabei geblieben bist. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Flash & Blood Videos sehen möchtest, wie zum Beispiel unsere Gameplay-Videos, die wir mit diesen Blitzdecks drehen werden. Also, wir sehen uns beim nächsten Video.